Im Handgelenk von Antonio Bosniak steckt ein Stück Knochen aus seinem Knie. Und drücken Sie mal meine Hand. Statt wie bisher jeden Freitagabend mit Freunden und Kollegen in Niederrad zu kicken, muss Antonio Bosniak eine monatelange Zwangspause einlegen. Der 24-jährige Trockenbauer aus Kroatien stürzt auf der Arbeit eine Treppe hinab, stützt sich mit beiden Handgelenken ab und weiß gleich, dass da etwas nicht stimmt. Ich hatte auch hier Schmerzen und dann bin ich auch direkt ins Krankenhaus gegangen. Der Doktor hat gesagt, das muss auch operiert werden, weil ein Knochen ist hier gebrochen. Die Untersuchung im Krankenhaus bringt dann ein überraschendes Ergebnis. Das war schon gebrochen, so jahrelang. Ich wusste das aber nicht. Die behandelnden Ärzte in der Handchirurgie der BG Unfallklinik sind sich aber sicher. Wir haben Röntgenbilder und ein CT des Handgelenkes veranlasst. Und hier haben wir gesehen, dass er eine sogenannte Kahnbein-Pseudarthrose, also einen alten Bruch des Kahnbeines, wo die beiden Frakturteile nicht zusammengeheilt sind, hat. Und aufgrund der Darstellung in den Bildern konnten wir quasi ausschließen, dass das von dem frischen Treppensturz herrührt, sondern vielmehr von einem mehrere Jahre zurückliegenden Trauma kommt. Wir sprechen in solchen Fällen von einer sogenannten Missed Injury, also einer verpassten Verletzung, wenn man das mal so übersetzen möchte, bei der man davon ausgehen muss, dass eine andere, weitere Verletzung zu einem früheren Zeitpunkt die eigentliche Verletzung ausgelöst hat. Das Problem? Die Enden der beiden Bruchstellen sind bereits nicht mehr gut durchblutet. Wir haben hier das Kahnbein und hier sieht man die klassische Pseudarthrose. Die unterscheidet sich von einer frischen Fraktur vor allem durch diese große zystische Resorptionszone, die uns zeigt, dass das eine alte Verletzung und keine frische Verletzung ist. Zusätzlich kann man das besser im CT noch darstellen. Da sieht man hier im Kahnbein die Zysten und eben die fehlende Vereinigung der beiden Frakturenden des Kahnbeins. Bis zur fälligen Operation ist jede Menge Geduld gefragt. Der nächste Termin ist erst in einem halben Jahr frei. So lange ist Antonio krankgeschrieben, muss eine Schiene tragen, darf die Hand nicht bewegen und hat Schmerzen. Wenn war so schlimm, dann habe ich auch Medikamente getrunken. Aber langweilig war es, oder? Ja, war viel. Also, das will ich nicht mehr machen. Jeder geht auch auf Arbeit. Mein Bruder, meine Mutter, meine Schwester, mein Schwager. Ich bin auch alleine dann zu Hause. Und ich konnte auch nicht zocken, Playstation spielen oder so. War auf jeden Fall langweilig. Ja. Die Operation ist notwendig, weil das gebrochene, schlecht durchblutete Kahnbein bereits Auflösungserscheinungen zeigt. Eine schmerzhafte Arthrose droht und dauerhafte Bewegungseinschränkungen. Nach einem frischen Bruch, nach einer akuten Fraktur, kann man diese Frakturenden tatsächlich auch mal durch eine Gipsruhigstellung, eine konservative Therapie zusammenführen. In dem Fall, wo Knochenanteile fehlen, kommt man um eine Operation zusammen mit einer Knochentransplantation, einem Knochentransfer nicht drum herum. Der neue, gesunde Knochen soll aus Antonios Bein kommen. Wir haben uns letztlich dazu entschieden, ein freies Knochentransplantat mit Gefäßstiel, mit Durchblutung von der Innenseite der Knieregion zu entnehmen, mit einem entsprechenden Gefäßstiel, den wir dann an die Gefäße des Unterarms angeschlossen haben. Das Knochentransplantat entspricht letztlich einem neuen Verbindungsstück, um eben das körperferne und das körpernahe Teil wieder zusammenzuführen. Die beiden Enden oder die drei Teile werden letztlich dann noch mit Schrauben oder auch mit Drähten zusammengeführt, in dem Fall eine Kombination aus beidem. Das Ganze geht nur, wenn man das Handgelenk und die betroffenen Knochen- und Gelenkregionen für 6 bis 8 Wochen erstmal ruhig stellt, damit überhaupt die ganzen Kräfte, die aufs Handgelenk wirken, nicht tatsächlich zu einem Bruch oder einer Verschiebung führen. In den 6 Wochen nach der Operation gibt es Physiotherapietermine für die Hand. Das Knie wird von selber wieder gesund. Und schließlich hat Antonio Bosniak seinen letzten Termin in der BGU bei Oberarzt Dr. Ziegler. Bitte sehr. Ich habe keine Schmerzen. Keine Schmerzen, wunderbar. Und Sie arbeiten auf dem Bau als Trockenbauer. Genau, als Trockenbauer. Ja. Das läuft auch. Das freut mich sehr. Zeigen Sie mir einmal noch den Oberschenkel, dem Knie. Da ist die Narbe auch gut geworden. Ja, die ist auch noch etwas aktiv, aber sehr gut verschieblich. Also die wird
auch weiter gut werden. Da sieht man auch, die Schraube ist in dem Kahnbein einliegend, die liegt da noch genauso drin, wie sie reingehört. Und das Kahnbein heilt zunehmend zusammen. Also da, wo vorher die mehreren Frakturteile waren, ist es jetzt wieder zu einem Knochen zusammengeheilt. Also da hat sich auch alles zum Guten entwickelt und wir sind sehr zufrieden, sodass wir sie heute aus der Behandlung entlassen können. Und jetzt kann Antonio endlich wieder Gas geben in der Fußballhalle.